Jetzt rücken wir noch mal zusammen, denn wir haben gerade festgestellt, an 2 Tagen Programm haben wir eine Frau im Programm. Und jetzt freuen wir uns sehr, Ulrike, dass du jetzt auch gleich zu uns kommst. Warte noch ganz kurz. Das Interessante ist, dass wir jetzt die Infas 360 hören werden mit Ulrike Görke. Da geht es aber vor allen Dingen um die Effizienz im Vertrieb. Also wie kann man Tourenplanung strategisch so machen, dass sie auch den Vertrieb steuert und optimiert. Und das finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Das hatten wir nämlich gestern und heute noch nicht. Deswegen kommt jetzt Ulrike Görke zu uns und dafür bitte einen herzlichen Applaus und schön, dass du da bist. So, das mache ich mal weg. Voilà, vielen Dank. Schön. Ja, ich freue mich, dass noch ein paar Leute hier sitzen. Ich habe schon so überlegt, wie das wohl wäre, wenn das Mittagessen schon gewesen wäre. Dann wird jetzt noch ein paar sitzen, die aber eingeschlafen sind oder so. Also ich hoffe, dass es nicht ganz so schlimm wird und dass ich mit einer etwas, ich sage mal, vielleicht anderen Perspektive hier nochmal auf das Thema, wie können wir Tourenplanung, strategische Tourenplanung auch noch nutzen und einsetzen, noch so ein bisschen Ideen befeuern kann. Weil in vielen Unternehmen ist es so, oder viele sitzen hier, die kommen vielleicht aus dem Bereich der Logistik. Auf der anderen Seite, wir können nichts irgendwo hinliefern, wenn wir vorher nicht einen Vertrieb hatten, der versucht hat, es dort mal hin zu verkaufen. Also macht es auch Sinn, den Vertrieb sinnvoll zu steuern. Ich bin jetzt schon einige Jahre in einem Unternehmen. Ich mache jetzt seit 20 Jahren Vertriebsgebietsplanung, Vertriebs- und Servicegebiete planen, besser machen und so weiter. Und wenn man mal überlegt, dass es Mannschaften gab damals in der pharmazeutischen Industrie, da sind da 200 Mann in einer Vertriebslinie nach draußen gelaufen und im wahrsten Sinne umeinander gerannt, wie sie wollten. Die hatten ihre Karteikarten, die konnten machen, was die wollten. Ja. Und heute sind diese Mannschaften sind reduziert worden auf 20, 30 Leute. Ja. Und da muss ja irgendwas passiert sein, damit man, ich sage mal, die Kunden, die potenziellen Kunden da immer noch irgendwie erreichen kann, auch wenn man weniger Menschen da draußen hat. Aber bevor wir da hinkommen, vielleicht mal ganz kurz, wer sind wir, was machen wir? Wir sind auf der einen Seite Softwarehaus. Vielleicht hat der ein oder andere den Namen EasyMap schon mal gehört. Das ist jetzt so ein bisschen auch schon Produkt, 40 Jahre auf dem Markt. Und ich sage mal, es soll und ist der Nachfolger hier für diejenigen, die Map & Market kennen. Das heißt, wir haben da ähnliche Ansätze dazu. Das heißt, es geht ums Mapping, um Visualisierung auf der Karte und vor allen Dingen eben das Thema Vertriebs- und Standortplanung. Das ist der eine Teil und auf der anderen Seite oder die andere Hälfte der Mannschaft kommt ganz stark aus dem Datenbusiness. Das heißt, wir entwickeln unsere komplett eigenen Daten. Das sind sowohl Geodaten, das sind aber auch B2B, also Adressenmaterialien. Wir haben was zu Gebäuden und ganz viele Merkmale, die mit Gebäuden und Menschen zu tun haben, die wir für diese Themen benötigen, um Vertrieb besser beurteilen zu können, um ihn steuern zu können. Ja, wir nennen das so ein bisschen datengetriebene räumliche Intelligenz. Und vor allem, wo geht es denn immer darum? Wo wohnen Menschen? Wo arbeiten sie? Und wo sind sie eigentlich unterwegs? Und damit ist bei uns nicht nur das Thema Arbeitsweg oder logistische Planung gedacht, sondern generell. Also auch da, wo schlafen sie? Wo ist das Hotel, etc. Ja, was haben wir dafür? Wir haben eine mega feinräumige Datenbank zur Verfügung. Mit feinräumig meine ich wirklich aufs Gebäude runter. Und zu diesen Gebäuden, wie gesagt, haben wir jegliche Informationen, aber natürlich auch eben zu den Menschen oder Unternehmen, die in diesen Gebäuden ansässig sind. Wir generieren dafür ganz viel Potenzial für die Steuerung von entweder Vertriebsgebieten, Standortplanung und so weiter, weil es ist halt nicht nur wichtig, vielleicht was ist da drinnen in dem Gebäude oder was sitzt da für ein Mensch, sondern vor allem auch, was in seinem Umfeld, was ist beispielsweise um einen Arzt los, was ist um eine Apotheke los, was ist um den Rewe-Standort los, was hat der für Einzugsgebiet, was ist da für eine Klientel etc. etc. Und
wir wollen uns ja auch weiterentwickeln. Also natürlich kann ich hier so einen Satz Daten in CSV-Dateien ausliefern, aber wir fokussieren uns auch ganz stark darauf, mittlerweile das als Service in APIs zur Verfügung zu stellen, sodass man das auch in die bestehenden Systeme, gerade so CRM und Software-Systeme mit einpflegen kann, sodass ich da nicht mehr irgendwie noch was einlesen muss. Das kommt dann on the fly direkt da rein. Vielleicht, ich habe einfach nur mal so ein paar mitgebracht, einfach so aufgelistet, wobei ich glaube, das meiste ist klar. Also alles, was mit so Bevölkerungs- und solchen Strukturen zu tun hat. Aber heißes Thema zum Beispiel, auch wir haben jetzt schon so ein paar Themen gehört, aber Glasfaserversorgung ist gerade, geht auch durch alle Munde, überall werden die Straßen gerade aufgerissen und so weiter. Da geht es nämlich im Prinzip auch darum, wie viele Hausanschlüsse hängen irgendwo dahinter und so fort. Und da rennen ja auch 100.000 Leute umeinander und versuchen, den Glasfaseranschluss zu verkaufen. Da muss ich aber wissen, wer ist affin für den Glasfaseranschluss und so weiter. Das sind alles so Themen, die damit zusammenspielen. Ganze Menge POIs, E-Ladestationen zum Beispiel, ist auch so ein Thema, gerade ob das jetzt PKW oder LKW ist und so weiter, treibt uns in der Zukunft, also ich bin davon überzeugt, ich habe für Ja gestimmt, dass ich schon glaube, dass dieser Schwenk da kommt und dass wir diese Themen immer mehr brauchen und mehr wissen müssen, wo wir sie finden und wo sie gibt, wie sie eingesetzt werden sollen. Das war jetzt mal Ausflug, gerade so in Richtung Daten, damit wir ein bisschen ein Gefühl haben, weil die eine große Rolle spielen bei dem Thema. Aber die Fragestellung, die wir jetzt eigentlich haben, ist, wie kommen wir jetzt zur Gebietsplanung? Also wir reden über Gebiete, Service, Vertriebsmannschaften da draußen. Und ganz kurz, um zu verstehen, wo so die Impacts dafür sind. Es geht immer um die Frage, und die ist in der Logistik nicht anders, aber wir haben so ein paar andere Nebenfaktoren, die da Rolle spielen. Wer kümmert sich eigentlich um wen, wann und mit welchem Effort oder mit welchem Input, mit welchem Investor? Das heißt, wir haben, das ist in der Logistik nicht anders, wir haben eine Menge von Ressourcen zur Verfügung, mit denen wir etwas machen können. Die sind im Normalfall begrenzt und nicht unendlich. Und gerade im Vertrieb hat das ganz oft auch noch was mit Skills zu tun. Also was können die Leute eigentlich? Was kann jemand wirklich da draußen verkaufen? Kann ich jeden überall einsetzen? Das ist nicht unbedingt immer gegeben. Ganz wichtig ist da auch eine Klassifizierung von Kunden, also diese Bewertung der Kunden oder wer ist ein möglich guter Kunde, wer hat noch Potenzial, wie kann ich den ausbauen? Daran richten sich normalerweise diese Themen aus, wie oft muss ich ihn besuchen. Der eine will gar nicht so oft besucht werden, der schmeißt mich lieber raus. Dann haben wir mittlerweile dieses Prinzip, so eine Mischung aus online, ja, der informiert sich schon online, trotzdem will er noch besucht werden. Das ist vielleicht manchmal auch ein bisschen so eine Generationenfrage. Und da gilt es immer mehr auszuloten, wie also Vertrieb zwischen drinnen und draußen funktionieren soll. Ganz ein wichtiger Punkt ist das Thema Kundenbindung. Der eine oder andere wird immer sagen, manchmal schadet es nicht, wenn sich das Gesicht, das zu mir kommt, auch ändert, weil dann habe ich vielleicht einen neuen Input, kriege ich was besser verkauft. Aber gerade der Vertriebsaußendienst sitzt massiv auf seinem Kunden drauf und am liebsten würde er nicht abgeben. Und auf der anderen Seite setzen die Betriebsräte, die massiv, und die sind sehr stark vertriebslastig oft, sehr darauf pochen, dass der Vertrieb auch seine Kunden behält. Das heißt, wir haben da ein Thema, wir würden gerne vielleicht viel ändern, weil wir können dort mehr rausholen am Ende und trotzdem müssen wir diese Bindung irgendwie versuchen beizuhalten und die Laune auch des Betriebsrates hochhalten. Ja, jetzt habe ich schon gesagt, wir waren jetzt bei Ressourcen, Kunden, Potenzial. Jetzt kommt eins dazu, das kennen wir auch aus der Logistik, geografische Strukturen. Deutschland ist nicht überall gleich, das heißt, die Verteilung von Kunden ist nicht überall gleich. Ich rede auch immer gerne, es gibt Barrieren, nennen wir das so schön. Du kommst nicht überall drüber, du kannst nicht überall über den Rhein hüpfen zum Beispiel. Ich wohne jetzt im Rheinland, da kommt man nicht überall drüber über den Rhein. Der Schwarzwald ist auch etwas schlechter zu durchfahren oder der Harz. Ich selber bin eigentlich Österreicherin, in den Alpen kommst auch nicht überall durch. Aber es gibt auch psychologische Barrieren. Wenn ich an Projekte in der Schweiz denke, dann gibt es die Sprachbarrieren. Das sind Dinge, die berücksichtigt werden müssen, wenn ich etwas plane. Da hilft mir die beste Tourenplanung nichts, wenn ich das nicht vorher schon berücksichtigt habe. So, und am Ende ist es das, was eigentlich der limitierendste Faktor ist die Zeit. Und einfach, um mal ein paar Zahlen hier in den Raum zu schmeißen, bei Zeit ist es so, dass der Außendienst die meiste Zeit, das wollen wir mal hoffen, draußen verbringt. Das ist schon mal der erste Fakt.
Das sehen wir jetzt ganz schön an dieser Grafik. Der hat aber auch noch viel, das ist auch noch ein bisschen anders als in der Logistik, der tut auch noch viel selber. Der ist selber Gebietsmanager, das heißt, der muss das noch irgendwie dokumentieren. Der hat noch Seminare, Messen, Kongresse, die er da auch gegebenenfalls mit vorbereiten muss und so weiter. Aber trotzdem verbringt er, ich sage mal so 27% oder sagen wir mal Viertel seiner Zeit im Verkauf und ein Viertel seiner Zeit in der Fahrt. Und was können wir tun? Und das sind die zwei größten Posten. Was ist das Idealbild? Wir verbessern im Endeffekt die Zeit draußen, die Fahrzeit, wenn wir die reduzieren, weil die im Normalfall am unproduktivsten ist, neben ein bisschen telefonieren, aber da kann ich sonst nicht viel tun. Wenn ich das nur minimal reduziert bekomme, bekomme ich den Vertriebler oder den Servicemitarbeiter mehr zum Kunden. Ja, und das ist die wertvolle Zeit, die er braucht. Ja, ich habe mir überlegt, wir haben viel gesehen, wir haben viel gesprochen. Über Technologie rede ich gleich oder will ich gar nicht so viel reden. Ich dachte nur, ich zeige auch einfach mal ein bisschen. Also ich habe mir wirklich was live mitgebracht. Vielleicht, was tun wir hier? EasyMap ist eine Desktop-basierte Lösung. Das heißt, das ist wirklich ein Installed Client, der sich zunehmend aber verschiedener Services oder Dienste nutzt, um bestimmte Themen, Fragestellungen, Funktionalitäten abzubilden. Ja? Und einer davon ist das Thema Fahrzeitberechnung, Fahrzeitoptimierung. An der Stelle, da gibt es noch ein paar andere, aber das ist eigentlich der wesentliche, auf den ich jetzt gerne kurz mal eingehen möchte. Ich habe mal, das ist wirklich ein vollkommen abgespecktes Projekt an der Stelle. Wir sehen ganz klassisch hier einfach mal 6 Vertriebsgebiete. Ich habe ja mal abgebildet, ganz einfach ein Status Quo. Diese Pünktchen, die wir hier sehen, das sind die Kunden da drauf. Da gibt es A- und B-Kunden, also wirklich mal ganz simpel einfach, diese grauen und die schwarzen. Der Wohnort des Mitarbeiters an der Stelle. Und die aktuelle Situation ist, wenn Sie das abfahren und diese Kunden sind belegt mit Besuchshäufigkeiten, also mit Rhythmen, die wir einhalten müssen und Besuchszeiten vor Ort, dann kommen wir, das ist jetzt eine 4-wöchige Planung, kann man schauen oder feststellen, was ist deren erstens Auslastung, also wie viel belastet sind sie auf die ihnen zur Verfügung stehende Arbeitszeit in der Außendiensttätigkeit auf der einen Seite und wie splittert sich die auf zwischen Besuchszeit auf der einen Seite und Fahrzeit auf der anderen Seite. So, und jetzt habe ich vorher gesagt, das Beispiel ist ein bisschen, weil die Flächen sehr groß ist, 50-50 theoretisch, wenn wir jetzt mit den Rest außen vorklammern, aber je größer wir, und das ist der Block für die Besuchszeit, je größer wir den Block für die Besuchszeit kriegen, desto mehr Zeit verbringt er beim Kunden, das heißt, das Blaue sollte möglichst immer kleiner werden. So, ich habe meinen Status Quo abgebildet und habe dann mal diese Gebiete ein wenig umgeplant, also neu geplant. Auch das, ich will das einfach mal ganz kurz zeigen, für die, die vielleicht Map and Market kennen, dass das vielleicht mal einmal zu sehen geht. Wir machen einfach mit Drag and Drop, können wir diese Gebiete ratzfatz hier verändern. Und im Hintergrund rechnet das System diese Zugehörigkeit der Kunde, also der da drinnen sitzt, der gehört jetzt zu Orange und nicht mehr zu Gelb. Und jetzt, das einfach nur nochmal, das waren die alten Linien hier. Und was ich jetzt anwerfen kann, und das auch einfach, damit wir das mal gesehen haben, ich schmeiße jetzt auch mal so eine Tourenplanung an, dann erzähle ich ein bisschen, was passiert. Wir haben Standorte, von der zu Hause wegfährt, wir haben Kunden, die er besucht, wir haben die Rahmenkriterien, also Entschuldigung, es waren 12 Wochen, nicht 4, mein Fehler. Der ein oder andere darf auch schon mal übernachten an der Stelle. Das ist auch immer so eine Frage, wie sind die Commitments in der Firma, wie sind Verträge ausgehandelt. Und das kennen eigentlich im Wesentlichen auch alle, was wir da reinschicken. Steht drinnen, wie lang bin ich bei dem Kunden vor Ort, wie oft oder in welchem Wochenrhythmus muss ich dahin, muss ich die Wochentage irgendwie einhalten, muss ich immer am gleichen Tag erscheinen, da sind das immer Montagskunden oder können die auch wechseln in den Wochen, gibt es irgendwelche Öffnungszeiten, die berücksichtigt werden müssen, etc. etc. So, und während ich jetzt starte das mal, ich will nämlich einfach mal zeigen, dass das relativ flott geht und das muss an der Stelle auch flott gehen, ganz einfach deshalb, EasyMap wird sehr stark genutzt für die strategische
Gebietsplanung. Das heißt, auch da wird ein strategischer Tourenplan gerechnet. Den wird ein Außendienst oder ein solcher Mitarbeiter nie operativ so abfahren, weil das Letzte, was man dem Außendienstler sagen kann, ist, was er zu tun hat. Dementsprechend ist es eine Richtlinie, die entsteht. Aber warum tun wir das natürlich? Naja, klar, immer. Wir haben gesagt, wir wollen ja die Fahrzeit reduzieren. Und jetzt kommt ein Punkt, wo das massiv zieht, ist im Betriebsrat. Weil der Betriebsrat stimmt plötzlich den Veränderungen im Außendienst ganz schnell zu, wenn er merkt, dass die Mitarbeiter weniger draußen unterwegs sind. So, man hat also damit einen relativ simplen Hebel geschaffen an der Stelle. Jetzt mache ich hier mal den Vergleich auf. Also die Idee ist eben auch, Szenarien sehr schnell vergleichen zu können und am Ende zu sagen, habe ich damit eine Verbesserung erreicht oder habe ich damit einen besseren Ausgleich geschaffen zwischen diesen Menschen. Und das Wichtige ist also einmal, dass ich die Auslastung eines einzelnen Mitarbeiters im Verhältnis natürlich nach unten bekomme, aber gesehen natürlich auch auf alle eine Verbesserung hinbekomme und trotzdem meine Kunden optimal bediene und im Rhythmus besuchen kann. Also auch so kann man ganz einfach Tourenplanung einsetzen. Wie tun wir das? Jetzt würde ich bitten, wieder zurück zur Präsi. Danke. Wie tun wir das? Wir setzen den X-Server ein zurzeit. Ich sage mal immer so, es gibt da ja ganz viele nette Parameter, die man berücksichtigen kann und möchte. Das ist also der Mehrwert, den wir an der Stelle nutzen. Ich finde es spannend, das Thema Optiflow, da sind nämlich auch bei uns so ein paar Themen aufgetaucht, wo ich sagen würde, interessant, was so dieses Ausloten von leichten Überlastungen oder leichten Abweichungen zum Beispiel beinhaltet und so weiter. Das heißt, wir haben eine Desktop-basierte Anwendung, die nimmt die Daten, die da drin sind, und zwar nur die relevanten. Das ist für viele Unternehmen immer noch ein bisschen ein Datenschutzthema, aber wir brauchen gar nicht so viel. Wir müssen den Umsatz da nicht hinschicken. Wir müssen nicht den Namen des Kunden hinschicken, weil wir schicken da Koordinate hin mit den Rahmenkriterien, die wir haben, lassen die auf dem Server rechnen und kriegen hier das Ergebnis zurückgeliefert. Vielleicht ganz kurz, weil ich fand das immer so gut auch mit den Rechnungen, was bewirkt das eigentlich da draußen, also neben dem zufriedenen Betriebsrat natürlich. Mal so ein Beispiel aus der Praxis, Sie haben schon gemerkt, Pharma, ich muss dazu sagen, Pharmaunternehmen sind bei uns im Unternehmen das absolute Steckenpferd. Wir decken, glaube ich, 95% der Pharmaunternehmen in Deutschland ab in der Vertriebsgebietsplanung. Wenn man so ein Pharmaunternehmen mal mit nur 20 Mitarbeitern nimmt, wenn man da minimal an den Gebieten Verbesserungen ranzieht, wenn man 9% rausholt im Quartal, dann kriegt man auf diese 20 Leute etwa 360 Besuchsstunden. Wenn ich das hochrechne, dann habe ich im Jahr über 1400 Besuchsstunden mehr. Wenn ich das in etwa in Zeit, die wir wissen, die der Außendienst so beim Kunden, also der Kunde ist in dem Fall der Arzt, die Apotheke, draußen verbringt oder wie viel Zeit er dafür braucht, dann kann man an der Stelle sagen, ich sage nicht gerne, haben wir 2 FTEs eingespart, sondern wir haben 2 FTEs vor Ort beim Kunden gewonnen, die sich mit dem Kunden beschäftigen können. Ja? Und das ist, auf 20 Mitarbeiter gesehen, eine Menge Invest in meine Vertriebstätigkeit. Das heißt, ich kann entweder höher frequentieren auf der einen Seite oder ich kann mir eine neue Gruppe dazu holen, die ich zusätzlich penetrieren kann, um mein Produkt stärker zu positionieren. Ja, das war ein Ausflug bisschen raus aus der Logistik, rein in den Vertrieb. Ja, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. EasyMap kann jeder von der Webseite runterladen, kann jeder ausprobieren. EasyMap hat so ein bisschen den Hintergedanken, was es sein soll. Easy Mapping und Easy Doing. Und ich sage mal, wer so ein bisschen Excel-affin ist, kriegt das auch hin und darf es gerne ausprobieren oder weitergeben. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Ulrike, für diese strategisch optimierte Tourenplanung für die Vertriebler, die dann doch fahren, wie sie wollen. Ja. Das heißt, wir brauchen noch die autonomen Autos, die dann auch in eurem Tool programmiert werden und dann setzen sie sich rein und naja, schauen wir können mal. gar nicht. Das ist das Strategische.
diese Tourenplanung? Inwiefern wird da auch die Echtzeitdate in diesen Karten, kann die berücksichtigt werden? Ist die dann da mit drin? Spielt keine Rolle, weil ich sage mal, in der Strategie, wenn ich hier 20 Mal rechne, dann ist es wichtig, mit grundsätzlichen Werten zu rechnen. Für die Gesamtgebiete dann. Gesamtgebiete, genau. Und im Endeffekt, was dann an dem Tag vor Ort draußen unterwegs ist, das ist das, was der Außendienst ja heute immer noch sehr stark selber steuert. Gibt es das ein oder andere Unternehmen, hängt ein bisschen von der Branche ab, die schon ein bisschen einsteigen dann oder sich auch stärker leiten lassen von operativer Tourenplanung. Genau, aber ja. Habt ihr noch Fragen an Ulrike zu ihrer strategischen Tourenplanung, die sie sehr gut dargestellt hat, auch in der Live-Karte sozusagen? Dann an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Gerne. Und nochmal einen herzlichen Applaus für dich. Vielen Dank, dass du da bist bei den PTV Logistik Days. So, mit